Mähroboter aus Fernost, Allradantrieb, RTK-GPS und so weiter und so weiter. Der Hersteller Mamotion aus Fernost verspricht richtig viel in ihren Werbeversprechen. Doch was kann der Luba 2 denn wirklich? Wir unterziehen dem Luba heute einen richtig krassen Extremtest an Steigung und durch dickes Gras und wir werden mal schauen, was er so wirklich kann. Ich werde euch alles in diesem Video erklären, wie das funktioniert und was er wirklich taugt. Oh, das ist schon krass, dieses schwere Ding hier. Uah. Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Leute, ihr seht's gerade, ich habe einen Mähroboter auf dem Rasen stehen. Das ist der Luba 2 von Mamotion. Das ist ein Hersteller aus Fernost. Wir wollen uns heute mal genauer anschauen, was kann dieses Ding. Denn Mamotion macht da ein riesengroßes Werbeversprechen drum, was er alles kann. Und ich bin echt mal gespannt, ob das wirklich alles stimmt. Da wir werden heute nämlich alles mal durchtesten. Wir werden zwei Extremtests machen. Ja, der erste Test ist vielleicht nicht extrem, aber es ist ein richtig krass verwinkelter Garten. Der zweite, das wird richtig der Extremtest, denn wir gehen auf eine Berghütte und werden dort eine Steigung mit 35% und richtig hohem Rasen versuchen. Seid einfach mal gespannt. Ich werde erstmal jetzt starten und werde euch jetzt diesen Luba 2 erstmal erklären, was er alles können soll, was er alles hat. Und danach werden wir natürlich hier in dem Garten das Ganze einrichten. Ich erkläre euch das genau, wie es funktioniert. Und dann geht es zum Extremtest auf die Berghütte. Ich würde sagen, wir schauen uns den Luba 2 jetzt einfach mal genauer an. Ich erzähle euch jetzt einiges mal drüber. Ich habe ihn ja schon laufen lassen. Ich habe die ganzen Tests ja schon vorab gemacht, damit ich euch am Schluss dann kein Mist erzähle. Aber fangen wir jetzt einfach mal an. Er hat ja eine Panzerlenkerung im Endeffekt durch die Omni-Wheels, die hier vorne drin sind, ist es auch noch bodenschonend. Also ihr seht, wir können diesen Roboter so einfach wirklich hier vorne so drehen und im Gegensatz zu anderen Modellen ist es halt wirklich bodenschonender durch diese Omni-Wheels, die dann einfach mitdrehen, muss ich sagen. Ich habe jetzt hier bei den Tests überhaupt keine Schäden überhaupt im Rasen gehabt. Wir haben hier rund 20 Kilo, was wirklich nicht gerade Leichtgewicht ist. Aber das ist ja auch vom Vorteil, durch diese 20 Kilo kann der Roboter, der Luba 2, eigentlich schon so eine gewisse Traktion aufbauen. Wir haben ja hier einen Direct Drive verbaut, also das heißt auf Deutsch, wir haben in jedem Rad oder beziehungsweise in jeder Radnabe haben wir einen bürstenlosen Motor verbaut. Schauen wir uns mal die Front hier an, und zwar die Aufhängung. Man könnte meinen, das sind hier Stoßdämpfer, diese roten Teile hier vorne dran. Nee, das sind aber nur Federn, denn es ist nämlich eine Pendelachse. Ihr seht es jetzt so, wenn ich den jetzt anlupfe, dann pendelt das Ganze nur im Endeffekt hoch und runter. Und durch dieses Pendeln oder diese Pendelachse hat er eigentlich fast immer Bodenkontakt. Wenn wir schon bei der Front sind, ihr seht jetzt hier vorne einen Bumper. Der Luba 2 hat einen Bumper verbaut. Das ist also praktisch eine Stoßstange, die auf Kontakt reagiert. Also das heißt, leichtes Anstoßen und schon weiß der Roboter, dass da irgendwas auch im Weg ist. Ja, beim Luba 2 hat man auch wirklich Kamera verbaut oder zwei Kameras verbaut. Das ist eine 3D-Kamera. Der Roboter sieht exakt, wo er ist. Das nennt man im Endeffekt Fusion Mapping und das heißt, er verknüpft GPS-Daten mit den Kameradaten. Aber das reicht immer noch nicht aus, ganz ehrlich. Er hat nämlich auch noch 3 Ultraschallsensoren hier verbaut. Das kennt ihr praktisch aus den Parksensoren von euren Autos. Sind auch noch hier 3 Stück verbaut. Hier oben seht ihr die Starttaste, Ein- und Ausschalter, Mähschalter und die Home-Taste, dass er wieder zurück in die Ladestation fährt und noch einen Notaustaster, den wir dran haben. Und diese 2 Bollen, da bin ich mal gespannt. Ich habe es jetzt noch nicht probiert. Das sind Regensensoren im Endeffekt. Man kann es in der App einstellen, dass der nicht bei Regen mäht oder wenn er praktisch zu nass wird, dass er dann zurückfährt in die Ladestation. Aber wir werden es mal versuchen und dann mal später da irgendwas draufkippen, ein bisschen Wasser draufkippen und mal schauen, was er macht. Hier an der Seite hat er noch 2 richtig coole LED-Lichter hier verbaut. Die leuchten natürlich auf, wenn er mäht, so ein bisschen als Warnlicht im Endeffekt. Ja, den Luba 2 gibt es in 3 verschiedenen Varianten. Es gibt einen 1000er, einen 3000er und einen 5000er. Das besagt im Endeffekt die zum Mähen die Größe an. Also 1000 Quadratmeter, 3000 und 5000 Quadratmeter. Wobei sich die 3 Modelle dann nur vom 1000er unterscheiden. Der 1000er hat einfach noch einen kleineren Akku verbaut. Und der 3000 und der 5000er unterscheiden sich eigentlich im Endeffekt nur von der Software.
Der große Vorteil vom Luba 2 ist, dass er mit einem RTK GPS ausgestattet ist und ein RTK GPS hat eine Genauigkeit von 1 bis 2 cm. Man braucht allerdings eine Referenzstation, eine RTK-Referenzstation, die mitgeliefert wird und an verschiedenen Orten im Garten aufgestellt werden, am Haus aufgestellt werden kann oder auf dem Dach oder sonst irgendwo. Es muss auf jeden Fall einfach eine freie Sicht in den Himmel haben. Ja, es gibt ja auch Roboter mit normalen GPS im Endeffekt, aber der Unterschied zu einem RTK GPS und einem normalen GPS ist erstens mal die Genauigkeit und zweitens mal, wenn ich jetzt da zum Beispiel eine Abschattung habe durch irgendwelche Bäume oder sonst irgendwas, dann kann es passieren, dass der Roboter entweder stehen bleibt, total verwirrt ist oder einfach nur falsch mäht oder sonst irgendwas. Also RTK hat grundsätzlich eine Reichweite von 150 Meter, aber jetzt kommt der Clou dabei, ich kann in diesen Luba 2 nämlich eine SIM-Karte reinstecken und durch diese SIM-Karte kann ich eine RTK-Erweiterung bis zu 5 Kilometer erreichen. Wie das funktionieren soll, dass ich dann irgendwo in 5 Kilometer Entfernung irgendwie mähen kann, also das verstehe ich jetzt nicht ganz, aber grundsätzlich steht es so auf der Mamotion-Seite. Jetzt kommt bestimmt von euch die Frage, ja, muss ich denn den Luba 2 mit WLAN oder muss ich die SIM-Karte einsetzen? Nein, das müsst ihr nicht, denn der Luba kann auch ohne WLAN oder ohne Internet kann der das Ganze machen. Er braucht einfach nur eine Verbindung zur RTK-Station. Trotzdem würde ich euch empfehlen, wenn ihr WLAN in der Nähe habt oder im Garten habt oder wie auch immer oder vielleicht auch noch eine SIM-Karte übrig habt, dann steckt sie einfach rein oder benutzt euer WLAN. Ich würde so empfehlen, diesen Luba 2 und die RTK-Station einfach abzudaten, dass die aktuelle Software einfach drauf ist, würde ich euch definitiv empfehlen. Und wir haben noch andere Vorteile, wenn wir das Ganze mit WLAN verbinden, denn diese Kamera kann ich auch in der App live ansteuern und kann genau zuschauen, wo der Roboter sich praktisch befindet. Ebenso kann ich natürlich den Roboter auch von weiß Gott wo unterwegs fernsteuern. Das heißt, ich könnte ihn jetzt irgendwo beim Arbeiten oder so, könnte ich ihn einfach jetzt losstarten und das kann ich einfach nur mit einer WLAN-Verbindung oder mit einer SIM-Karte machen. So, schauen wir uns einfach mal die Rückseite des Lubas an. Ihr seht, wir haben schon mal eine sehr, sehr große Mähbreite. Wir haben hier nämlich 41 cm Mähbreite und finde ich schon mal enorm groß. Und ihr seht aber schon mal hier 2 Messerteller. Die meisten Mähroboter haben einfach nur einen Messerteller. Wir haben hier 2 Messerteller verbaut, finde ich immer ganz cool. Und diese sind auch noch gegenläufig, also die laufen dann praktisch so zueinander. Und das sind praktisch die Cutterklingen und die Cutterklingen sind auch noch drehbar. Wobei ich jetzt ab und zu mal gemerkt habe, wenn das Gras doch zu hoch war, gut, es ist auf der Bergkette ein absoluter Extremtest, den ihr nachher seht. Da sind dann praktisch Gräser auch ein bisschen verhangen im Endeffekt. Aber das ist kein Problem, die kann man einfach rausziehen. Ihr seht, es sind auch Wände, Messer im Endeffekt, die Klingen. Ich kann die auch einmal drehen im Endeffekt. Wir haben ja vorne und hinten das Ganze angeschliffen aber ich sage jetzt mal so, da das Ganze ja gegenläufig ist, ist es viel einfacher, wenn ihr nicht einzeln die Klingeln tauscht, sondern einfach nur die Teller. Das heißt, den Teller darum und den Teller dahin. Einfach abschrauben und tauschen. Ihr seht jetzt hier auch nochmal einen Schutz, das ist ein Tellerschutz oder Messerschutz im Endeffekt, dass der Luba, wenn er dann irgendwo auffahren sollte, auf einen Stein oder sonst irgendwas oder auf eine Steinplatte zum Beispiel, dass es einfach nochmal die Messer zusätzlich geschützt werden. Apropos Messerteller, das habe ich noch nicht erwähnt, und zwar ist nämlich die Schnitthöhe des Rasens nämlich einstellbar von 25 bis 70 mm. Das heißt, diese Teller fahren hoch und runter oder kann man praktisch in der App hoch und runter steuern. So, jetzt habe ich euch ein bisschen was erzählt über den Luba 2. Wir werden uns das Ganze natürlich jetzt in der App nochmal anschauen. Ich werde euch das gemeinsam mit euch einrichten. Wir werden ihn hier in diesem Garten einfach mal fahren lassen, mähen lassen. Ich muss dazu sagen, dieser Garten ist jetzt nicht gerade ein, ich sage jetzt mal, Traumgarten für einen Mähroboter. Der ist nämlich richtig verwinkelt, hat keine Rasensteine, hat nichts im Endeffekt. Und da wollen wir jetzt einfach mal schauen, wie er sich schlägt, hier auch mit den ganzen Hindernissen. Weil die können wir nämlich in der App ausgrenzen. Danach kommt auch ein richtig geiler, ich sage jetzt mal, Extremtest. Denn in den Werbeversprechen von Mamotion, die werben damit mit 38% Steigung. Hey, 38%, ihr wisst, wie steil das Ganze ist. Also 80
100% im Endeffekt. Und wir wollen einfach mal schauen. Deshalb bin ich auf eine Berghütte gefahren, dort den Rasen zu mähen. Dort haben wir zwar keine 38% Steigung, aber wir haben eine 35% Steigung. Und dann seid einfach mal gespannt, wie sich der Luba 2 dort verhalten hat und ob es nicht wirklich nur ein Werbeversprechen von Momotion war. Wir werden jetzt nicht im Detail durchgehen, wie man die ganze Ladestation aufbaut oder so, aber das ist in der Bedienungsanleitung recht gut beschrieben. Also ihr seht es hier mal die Ladestation, ich habe sie schon aufgebaut. Der Luba ist auch schon beim Laden drin. Die RTK-Station ist hier hinten angebracht, die hat auch freien Sicht in den Himmel. Also wie gesagt, ihr könnt diese RTK-Station natürlich auch sonst irgendwo bei euch im Garten anbauen. Es gibt auch verschiedene Wandhalter oder sonst irgendwas. Es gibt sogar noch ein Solarpanel für diese RTK-Station, da ist die komplett unabhängig vom Strom. Ein weiterer Punkt, was ich komplett vergessen habe, ist, dass der Luba 2 absolut komplett wasserdicht ist, genauso auch wie die RTK-Station. Ihr solltet den vielleicht, also ihr könnt es mit dem Gartenstrauch, könnt es dann abspritzen, das ist überhaupt kein Stress, aber ihr solltet vielleicht nicht mit dem Dampfstrahler drauf gehen und sich dann wundern, dass er vielleicht doch undicht ist. So, das erste, was ihr machen müsst, ist im Endeffekt ganz einfach App runterladen, mit dem Handy verbinden, Bluetooth verbinden. Ich mache es, wie gesagt, mit WLAN, weil ich WLAN im Garten habe, ist überhaupt kein Problem. Ihr verbindet praktisch den Roboter mit der RTK-Station. Brauche ich jetzt euch nicht wirklich im Detail erklären. Das steht super, super erklärt in der Bedienungsanleitung. Macht es einfach danach und ich würde sagen, wir überspringen diesen Punkt und gehen jetzt gleich mal in Erstellen einer Karte. So, wir erstellen jetzt einfach mal eine Karte und zwar müsst ihr dann erstmal den Roboter kalibrieren im Endeffekt, damit er weiß ganz genau, wo er ist. Dann müsst ihr das erste Mal auf diesen Start-Button klicken und dann seht ihr hier links einen Joystick und rechts einen Joystick. Der linke ist für vorwärts, rückwärts und der rechte ist für links und rechts zum Fahren. Ist jetzt nicht ganz so einfach, man muss ein bisschen üben, muss man ganz ehrlich sein. Und jetzt lassen erstmal rausfahren. Man kann das manuell bedienen oder man kann es rausfahren lassen. Automatisch fährt er jetzt 1,50 Meter raus. Ihr seht es jetzt gerade, wie er rausfährt und dann einfach stoppt. Und wir können jetzt dann im Endeffekt unsere Karte erstellen. Wir müssen nichts anderes machen, außer auf diesen Start-Button unten drücken und wir müssen den Rasen oder praktisch die Grundstücksfläche einmal außen rumfahren. Bitte bedenkt, dass wir so circa 15 cm Abstand vom Rand halten. Gut, im Endeffekt haben wir das Ganze jetzt innerhalb von 10 Minuten gemacht. Also man kann das am Nachhinein auch noch anpassen, wenn man jetzt ein bisschen was falsch gefahren ist. Da könnt ihr dann hier auf Bearbeiten gehen, könnt ihr den ganzen Bereich dann nochmal bearbeiten und vielleicht noch einzeln ein paar Stellen einfach anpassen. Das wollen wir jetzt aber nicht machen. Wir haben ja gesehen, wir haben hier noch einen fetten Blumenkasten und einen fetten Schubkarren und noch ein paar Blumenkästen, wo wir dann außen rumfahren müssen. Und da wollen wir jetzt eine No-Go-Area einstellen, damit er an der Stelle nicht dauernd dagegen fährt. So, da gehen wir jetzt nochmal auf Erstellen und machen dann das Ganze mit Hindernissen. Und das ist alles total leicht erklärt im Endeffekt, da müssen wir dann noch verstanden gehen. Jetzt fahren wir mal den Luba an die Stelle hin, was wir ausgrenzen wollen. Gut, jetzt haben wir den platziert und wir wollen jetzt diesen Schubkarren ausgrenzen. Das heißt, wir fahren da wirklich einmal außen rum und ja, ich sage jetzt mal wirklich großzügig 15 cm mindestens Abstand und dann können wir das Ganze ja, auf Start klicken hier unten und jetzt hört ihr schon, Start Mapping und jetzt brauchen wir im Endeffekt nur abfahren das Ganze und ja, dann speichert er das Ganze. Wir fahren es da wirklich komplett einmal außen rum. Weitere 10 Minuten und die No-Go-Zone ist passt eingestellt. Wie gesagt, ihr könnt das Ganze einfach nochmal bearbeiten, wenn euch das nicht passt. Aber wir lassen jetzt den Luba jetzt erstmal zurück in die Ladestation fahren und da drückt ihr einfach diesen Button hier in die Ladestation und der Luba fährt jetzt automatisch zurück in die Ladestation und da könnt ihr jetzt gleich mal schauen, ob der alles im Endeffekt richtig macht.
So, ihr seht, wir haben den Bereich jetzt eingerichtet und jetzt kommt das Geile. Wir können hier mehrere Bereiche, ich glaube bis zu 10 Bereiche, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, einrichten. Wir können zum Beispiel jetzt sagen, okay, fahr mir doch bitte zum Nachbarn rüber und können noch einen zweiten Bereich einrichten. Dazu geht es einfach auf Karte und könnt das Ganze dann praktisch nochmal auf Erstellen gehen und dann kann man eine Route sagen. Und das würde der theoretisch an dieser Route nicht mähen. Also wir sagen, ab hier startet die Route, fahr zum Nachbarn rüber, mach meinen zweiten Bereich. Ich fahre den Rasen drüben ab, mache praktisch nochmal einen zweiten Bereich erstellen und könnte theoretisch sagen, fahr mir zuerst Bereich 1 ab, hier der Garten, fahr mir noch Bereich 2 ab, über die Route, da wird das Mähwerk nicht eingeschalten auf der Route und ich kann zum Beispiel einfach rüberfahren zum Nachbarn und sagen, mäh mir den Bereich 2 und dann kommt er automatisch wieder zurück zu uns auf das Grundstück zur Ladestation. Also das nur mal so zur Info. Ich kann auch verschiedene Muster machen, aber das interessiert mich ehrlich gesagt jetzt überhaupt nicht. Ein Herzchen, ein Sternchen und so weiter. Ich kann sogar schreiben im Endeffekt. Ja gut, ist eine kleine Spielerei. Wer es braucht, ist gut. Prima, jetzt gehen wir mal zurück und ich würde sagen, wir werden jetzt einfach mal mähen und wir werden jetzt ihn einfach beobachten. Dazu müssen wir jetzt wieder drehen. Also gut, wir sind jetzt auf Mähen gegangen. Wir werden das Ganze jetzt bestätigen. Also hier könnt ihr dann die Bereiche einstellen, entweder alle mähen, dann fährt ihr ja praktisch diesen Korridor ab oder halt ihr könnt die einzelnen Bereiche einstellen. Wir machen jetzt einfach nur mal einen Bereich, gehen auf Bestätigen und jetzt können wir hier alles im Endeffekt einstellen. Wir können hier die Frequenz wöchentlich und angegebenes Datum, fester Intervall und so weiter einstellen. Wir können die Messerhöhe hier verstellen, die Mähhöhe verstellen. Wir gehen jetzt mal auf, wir bleiben jetzt auf mal 30 mm. Die Aufgabengeschwindigkeit können wir noch einstellen, wie schnell er denn mähen soll. Das reicht eigentlich, wir brauchen da gar nicht Gas geben. Und jetzt können wir verschiedene Muster einstellen. Das ist ja das Tolle daran, dass wir auch verschiedene Muster einstellen können. Wir können sogar einen Überquerungswinkel können wir im Endeffekt einstellen. Wir werden jetzt aber mal dieses Muster hier einstellen. Der Wegeabstand ist 25 cm, also praktisch die Überlappung 25 cm. Das ist für Standard eingestellt. Langsamer Touch. Da kann man so einstellen, wie viel er außen rum fährt. Also das heißt, wie oft fährt er praktisch das Grundstück erstmal ab in Linien. Das heißt 1, 2 oder 3 oder 4. Ich habe es jetzt auf 3 eingestellt. Wir können es jetzt mal in der Vorschau noch anschauen. Wenn ihr da auf die Vorschau klickt, seht ihr, wie das Muster abgefahren wird. Also im Endeffekt fährt er 3-mal komplett außen rum. Und dann fährt er seine Muster praktisch innen drin. Das könnt ihr alles einstellen, wie ihr wollt. Da müsst ihr jetzt einfach mal durchklicken, was bei euch im Garten am besten ist. Mähen von No-Go-Zone müssen wir auf 0 machen. Und da kann man noch sagen, zuerst den Umfang mähen oder zuerst das Raster mähen. Ich mache zuerst eigentlich immer den Umfang. Gut, im Endeffekt brauchen wir nichts anderes machen, außer hier auf Start zu klicken und den Mäher losmähen lassen. So, Luba fährt jetzt seine zweite Runde. Ich muss zugeben, ich habe die Karte jetzt nochmal neu erstellen müssen, denn es hat jetzt nicht ganz was gepasst. Ich habe die RTK-Station auch versetzt von der Ladestation, weil ich habe festgestellt, hier dieser Baum, der hat ganz schön gestört. Deshalb habe ich die RTK-Station noch woanders hingesetzt. Jetzt funktioniert er komplett richtig und die Hindernisse, die erkennt er ganz gut. Er fährt drumherum. Ich habe natürlich jetzt 2 No-Go-Zonen eingestellt. Mittlerweile passt alles. Wie gesagt, ich werde es jetzt erstmal kontrollieren, wie die zweite Runde abläuft und dann werden wir schon sehen. So, ich habe ja noch gesagt, wenn ihr eine WLAN-Verbindung habt, dann braucht ihr nur dieses FPV anklicken und dann habt ihr praktisch eine Live-Verbindung. Ihr seht jetzt gerade direkt die Kamera vom Roboter, der das aufzeichnet praktisch, oder ich zeichne es auf, aber ihr seht genau, was der Roboter macht im Endeffekt. Aber wie gesagt, es funktioniert nur mit einer WLAN-Verbindung oder mit der SIM-Karte. So, jetzt wollen wir noch was ausprobieren und zwar Thema Sicherheit. Wie sicher ist der Luba? Und zwar, ich nehme jetzt hier mal einen Hund und stelle ihn jetzt einfach mal hin und mal schauen, was der Luba macht. Man kann die Empfindlichkeit noch einstellen. Also jetzt schauen wir mal, hier hockt der Hund.
Und schaut's mal, er fährt außen rum. Das ist schon mal richtig cool. Also man kann den von der Empfindlichkeit einstellen, man kann sagen leichter Touch oder überhaupt keine Berührung oder wie es ja hier ganz leichte Berührung, aber ihr habt es gerade gesehen, er fährt außen rum und jetzt ist er ein bisschen verwirrt. Jetzt muss er sich erstmal fangen, weil er gemerkt hat, da ist was in seinem Bereich. Jetzt stelle ich mich noch mal kurz hier hin und passt auch. Also ihr seht, die Ultraschallsensoren, die funktionieren schon. Es ist ja total verwirrt, weil er gar nicht mehr weiß, wo er hin soll. Schaut's mal, also der ist total verwirrt gerade. Somit könnte man im Endeffekt ein bisschen ärgern. Aber ihr seht, es funktioniert. So, jetzt wollen wir noch was probieren. Ich habe ja gesagt, den Regensensor werden wir mal probieren. Ich möchte nicht, dass der Luber, wenn es regnet oder anfängt zu regnen, weiterarbeitet. Man kann es aber, er ist ja wasserdicht. Also tun wir mal auf die Sensoren ein bisschen Wasser drauf. Oh, bleib da. Ah, guck! Also auf den Regensensor oben drauf ein bisschen Wasser drauf und schon fährt er zurück in die Ladestation. Funktioniert! Bevor ich jetzt aber ein Fazit abgebe, wir warten noch den zweiten Extremtest ab. Ich fand, das war jetzt schon ein Extremtest, weil er richtig verwinkelt war, der Garten. Jetzt kommt es aber zu einem anderen Extremtest. Wir fahren auf eine Berghütte und schauen es dort mal an. Dort ist eine richtig krasse Steigung. Es ist wirklich schlimmer und dichter, vermooster Rasen. Also das ist jetzt kein Traum für einen Mähroboter. Aber wir wollen genau dort den Luber einfach mal testen, ob er richtig funktioniert und ob es nicht nur ein Werbeversprechen vom Hersteller ist. Also, wir sehen uns auf der Berghütte. Ihr seht gerade, wie ich hier so ganz komisch dastehen muss, denn wir sind hier auf einem Berggrundstück und wir haben hier eine Berghütte. Wir haben hier auch keinen Strom, deshalb, der wird auch keine Angst, der wird hier auch nicht stehen, aber wir machen jetzt einen Extremtest. Ihr seht, wie steil das Ganze hier wird, also richtig heftig, muss ich sagen. Wir messen das gleich mal mit dem Gradmesser hier, mit dem Winkelmesser, messen wir das Ganze mal, um zu schauen, wie steil das Ganze ist. Und der wird sich, ganz ehrlich, ich habe ihn schon eingerichtet, ich habe eine Powerstation da, damit er auch von der Ladestation und mit Strom versorgt wird. Wie gesagt, der wird hier nicht stehen auf der Berghütte, aber ich möchte einfach diesen Extremtest herausfordern. Hier ist sausteil, die Wiese ist jetzt schon seit Wochen nicht mehr gemäht worden, die ist riesig und ich muss es mal bezweifeln, dass der das Ganze schafft hier, denn vielleicht müsste ich noch mal vormähen, aber das werden wir einfach sehen. Ich zeige jetzt euch erstmal, wie steil das Ganze hier ist. Wir werden es jetzt mal messen. Uah, ist echt schon heftig. Also ich sage jetzt mal circa 34, 35 Grad, so in diesem Dreh hier rum. Ja, sowas wird schon hinhauen. Laut Hersteller soll es ja so auf die 38 Grad funktionieren, aber ich muss ganz ehrlich zugeben, er tut sich bestimmt hier schwer, weil das Gras verdammt hoch ist. Aber ich möchte es einfach trotzdem probieren. Wenn es nicht funktioniert, werden wir ein bisschen vormähen und das Ganze noch einmal laufen lassen. So, jetzt seht ihr mal die ganze Idylle hier. Wunderbar, da unten seht ihr noch einen Fluss. Jetzt kommt dann gleich die Berghütte. Ihr seht es ganz schön steil hier. Wie gesagt, wir haben es ja gerade gemessen mit 34, 35 Grad. Mähroboter habe ich jetzt hier oben aufgebaut. Der fährt jetzt da richtig tief runter. Richtig krass. Wunderbar hier. Die RTK-Station habe ich hier hinten aufgestellt. Ich habe ja keinen Stromanschluss, aber das Ganze läuft jetzt hier über die EcoFlow. Darüber habe ich auch mal ein Video gemacht, könnt ihr auch mal gern drauf schauen. Und ich denke mal, wir werden das Ganze jetzt mal starten. Aber wie gesagt, es kann gut sein, da das Gras verdammt hoch ist und voll mit Moos, mit allem drum und dran, dass wir vielleicht dem Mähroboter noch eine Chance geben und das Ganze, ja, ich weiß nicht. Also ich bin jetzt gerade am Zweifeln, dass er es schafft, weil nicht von der Steile her, sondern von der Tiefe, vom Gras her. Der wird da bestimmt hängen bleiben. Wir werden das Problem, ich werde das Mähwerk ziemlich hoch stellen. Wir können das Mähwerk ja einstellen. Ich werde es auf 6 cm einstellen oder vielleicht auch sogar nach oben 7 cm, damit wir nicht ganz so viel... Wir können da zweimal drüber fahren. Ich würde sagen, wir starten. So, er kommt jetzt den Berg runter. Wir haben jetzt hier schon um die 32 Grad Steigung. Man sieht es leider nicht. Also man kann es leider jetzt nicht wirklich so richtig auf dem Film erkennen. Jetzt bin ich mal gespannt, was er macht. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Jetzt kommen wir in den 34 bis 35 Grad Bereich rein. Ja, leider kann man es nicht wirklich erkennen, aber das ist richtig heftig. Jetzt bin ich mal gespannt, was er da unten macht und vor allem, ob er wieder diesen Berg hochkommt durch dieses dicke Gras hier unten. Absoluter Wahnsinn. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt dreht er schon ein bisschen durch. Ja, ich glaube, der hängt jetzt ein bisschen am Gras.
Boah, Leute, boah. Hey, der hat Kraft, das ist Wahnsinn, hey. Der hat sich gerade freigekämpft. Richtig krass. Boah, Leute, ich glaub's echt nicht, hey. Absolut Wahnsinn. Also das habe ich jetzt noch nie gesehen, hey. Wahnsinn. Ey, seht's ja diese Steigung. Ey, Leute, der frisst sich hier durch. Also ich hätte es ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten, dass er diese krasse Steigung mit diesem hohen Gras schafft. Faszinierend. Das ist so der Wahnsinn, was das Ding bringt. Ich bin so begeistert, Wahnsinn. Boah, Leute, ihr seht mal gerade, wie steil es ist. Schau mal, schaut mal, wie ich da stehen muss hier. Hier ist halt sogar zum Laufen relativ schwer, muss ich sagen. Und das Ding ballert da einfach hoch mit so einem hohen Gras. Also ganz ehrlich, ich bin sowas von dermaßen positiv überrascht. Er dreht zwar ab und zu an, aber trotzdem, er findet wieder seinen Weg. Er pariert das Ganze aus, ist ja wie ein Panzer im Endeffekt. Und jetzt ballert der da wieder einfach diesen schweren Berg hoch, wo ich sogar ein Problem habe, hier hochzulaufen. Ja, man wird alt, gell? Mei, mei. Richtig geil. So, der Luba ist jetzt fertig mit seinen Bahnen. Wir werden jetzt mal ein bisschen rächen, werden jetzt noch mal eine zweite Chance geben und werden das ganze Mähwerk ein bisschen tiefer fahren. Also er hat echt sehr gut gemäht. Ich muss auch sagen, der Rasen war verdammt hoch. Wir werden jetzt mal ein bisschen diesen Rasen wegräumen und werden dann das Mähwerk weiter runterfahren und einfach noch mal drüber laufen lassen, das Ganze, und wollen mal einfach das Ergebnis noch mal anschauen. Er fährt jetzt gerade in die Ladestation. Wir werden rächen und Start. Charging. Auf geht's. Ich glaube, das war jetzt ein bisschen übertrieben von der Stärke her. Der entmoost ja schon richtig hier. Das ist der absolute Wahnsinn, was der hier alles rausballert. Wollen wir mal besuchen? Schaut mal, was der da hinten raushaut. Also der Rasen ist natürlich schon ganz schön vermoost und alles. Aber er packt es. Das wundert mich jetzt echt. Also ganz ehrlich, Leute, macht's das nicht nach. Mir tut der Luba jetzt irgendwie schon richtig leid, weil schaut's mal, was der hier rausackert. Ich meine, normalerweise macht es kein Mähroboter, mal ganz ehrlich. Das ist ein absoluter Extremtest. Würde ich euch nicht empfehlen. Er ist richtig gequält. Schaut's mal, diese paar Meter hier, was der hier rausholt. Das ist abnormal. Aber, was jetzt das Krasse dran ist, er packt es. Aber also empfehlen würde ich es euch nicht. Mäht definitiv ein bisschen vor, dann hat es ein bisschen leichter. Aber ich bin echt sowas von überzeugt davon. Hey, das sind nur ein paar Meter, was der hier rausgeholt hat. Puh, jetzt bin ich total verschwitzt schon vom Zuschauen, Leute, jetzt mal ganz ehrlich. Aber der Luba, der hat so krass seine Arbeit verrichtet, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ja, das ist ihm normalerweise auch kein richtiger Rasen hier, das ist ein Waldrasen, der ist total vermoost, man merkt das Ganze schon. Aber der ist da durchgeheizt, das ist der absolute Wahnsinn. Leute, normalerweise macht man das mit dem Mähroboter nicht, man mäht vielleicht mal ein bisschen vor. Und jetzt kann er seine Arbeit die nächsten Wochen hier verrichten. Aber mal ganz ehrlich, wir haben hier so einen riesengroßen Berg und da
unten ist nochmal so ein Riesenberg, was der da alles rausgeholt hat. Also ich hätte es nicht, ums Verrecken nicht gedacht, dass er das schafft. Richtig geil. So Leute, wir sind zurück und jetzt wird mich mal eure Meinung dazu interessieren. Schreibt es doch mal bitte unten in die Kommentare rein. Also ihr merkt es selber, ich bin sowas von positiv überrascht und ich hätte nicht gedacht, dass der Luba 2 das auf der Berghütte packt. Wer sich für den Luba jetzt interessiert, Leute, ich werde unten in der Videobeschreibung für euch verlinken. Schaut da einfach mal drauf. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir kommen zum Fazit und zu meiner persönlichen Meinung. Dazu müssen wir einfach ein paar Punkte durchsprechen. Der erste Punkt wird die Sicherheitsfunktionen sein. Er ist ausgestattet mit mehreren Sensoren, um Hindernisse einfach zu erkennen und Kollisionen zu vermeiden. Finde ich richtig cool, was die Sicherheit im Betrieb einfach erhöht. Aber auch Kinder- und Haustierschutz wird dadurch berücksichtigt. Ihr habt es ja gesehen, es hat richtig gut funktioniert. Ja, Punkt 2, leistungsstarke Mähleistung. Ganz ehrlich, der Luba 2 ist für große Rasenflächen konzipiert und kann Flächen bis zu 5000 Quadratmeter mähen, was natürlich ideal ist für große Grundstücke, aber nicht nur für große Grundstücke, sondern er ist ja auch in der Lage, Hänge zu mähen und unebene Gelände. Ihr habt es ja wirklich auch wieder gesehen, was der für einen Hang gemäht hat. Also da bin ich ja immer noch sowas von begeistert von. Punkt 3 gefällt mir sehr gut durch dieses RTK-GPS. Der Luba 2 nutzt RTK und das ist einfach für extrem präzises Mähen gedacht. Diese Technologie ermöglicht es einfach dem Roboter ohne Begrenzungskabel richtig gut zu arbeiten und eine genaue Routenplanung durchzuführen. Das finde ich echt richtig cool. Selbst in diesem verwinkelten Garten hat er seine Aufgabe richtig gut gemeistert und es gefällt mir auch sehr gut. Punkt 4 ist bei mir die Wetterfestigkeit. Der Luba 2 ist wetterfest, er ist wasserdicht und kann auch bei Regen eingesetzt werden, was natürlich die Flexibilität im Einsatz total erhöht. Allerdings, ich persönlich mag nicht, wenn er bei Regen fährt. Und er hat ja auch diesen Regensensor verbaut und er hat super funktioniert, dieser Regensensor. Ihr habt es ja selber im Video gesehen, ein Tropfen drauf und schon ist er zurückgefahren. Wobei ich aber jetzt zugeben muss, mir ist es mal bei Sonnenschein passiert, ganz in der Früh. Da war noch Tau da, Blätter waren nass und da waren noch ein bisschen wirklich richtig dicke Tropfen auf einem Blatt drauf. Luba ist runtergefahren. Es kam ein bisschen Tau auf diesen Regensensor und er hat bei Sonnenschein dann abgebrochen und ist zurückgefahren. Das muss man natürlich wissen, aber das kann man natürlich selber im Garten dann einfach kontrollieren, wo der Luba fährt und ob da irgendwo Tau ist. Punkt 5 ist die App-Steuerung, die gefällt mir sehr gut in der App. Man kann da alles wirklich super toll einstellen, überhaupt kein Problem. Ich muss aber zugeben, man braucht so ein bisschen technisches Verständnis, sollte man haben, um das Ganze einzurichten. Ich sage jetzt mal, bei mir hat es jetzt eine Dreiviertelstunde bis Stunde gebraucht, bis ich alles komplett eingerichtet habe. Ich muss natürlich das zweite Mal Mapping ein bisschen abziehen, da wo ich nochmal die RTK-Station versetzt habe. Aber das hat dann auch alles gut funktioniert und wie gesagt, Dreiviertelstunde, Stunde ist alles komplett erledigt. Einen Punkt, einen negativen, habe ich aber noch gefunden und zwar ist es so ein bisschen der erhöhte Anschaffungspreis. Er ist nicht gerade günstig, aber ich persönlich bin der Meinung, dass sich das Ganze kompensiert mit den Werbeversprechen, denn Mamotion gibt ja sehr hohe Werbeversprechen, aber diese ganzen Werbeversprechen können sie einhalten und das ist der ausschlaggebende, wo ich sagen muss, okay, das passt, ich habe einen erhöhten Anschaffungspreis, aber das Ding funktioniert einfach. Ihr habt es gesehen, wie begeistert ich bei der Berghütte war, was der leisten konnte und vor allem in diesem verwinkelten Garten, dass der einfach diese Genauigkeit hat und das wirklich versprechen sie einfach und das funktioniert echt top. Leute, wir sind am Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch bitte einen Daumen da. Abonniert den Kanal. Abonnieren ist kostenlos. Vergesst die kleine Glocke nicht, dann verpasst ihr nichts mehr vom Gipfelholz. Und ich würde sagen, mähende Grüße aus dem Allgäu und bis demnächst. Servus.